US 8. She's standing there with a thumb up her eyes. I stop and ask her what she likes. I wanna hear the sound of your motor goods. I wanna hear that sound. I wanna hear the sound of your motor goods. Please let me hear that sound. Hallo, liebe Leute, euer Motorradtour grüßt euch zu einem neuen Video. Ganz interessantes Video, und zwar geht es heute über die Stelvio. Das war ja dieses Mal nicht ganz einfach, weil ich habe ja normalerweise, mache ich ja diese Erfahrungsvideos immer so nach 20.000 Kilometern. Aber zum einen, ich habe es ja am 1. März zugelassen, werde ich dieses Jahr die 20.000 Kilometer nicht schaffen. Und zum anderen sind wirklich sehr viele Nachfragen nach dem Motorrad da, wie ich denn zufrieden bin, weil ich ja wohl immer authentisch berichte und auch das anspreche, was tatsächlich Sache ist. Ich werde jetzt versuchen, euch das ein bisschen näher zu bringen und euch zu berichten, was denn war während dieser Zeit und wie ich denn zufrieden war. Also, sie hat jetzt 15.000 Kilometer knapp gelaufen und jetzt möchte ich euch mal berichten, wie denn diese Zeit so verging. Ich habe also akribisch Buch geführt über die Zeit, um nachher nicht ins Blaue hinein berichten zu müssen, sondern einfach fundiert zu sagen, was denn war und wo sie den Schwächen und wo sie Stärken hat. Und hier im Überblick die technischen Daten der Moto Guzzi Stelvio. Ich möchte es mal ein bisschen aufbauen und dann entsprechend nach Punkten vorgehen, um das ein bisschen sortieren zu können. Das erste, mit dem ich jetzt beginnen möchte, ist der Motor und das Getriebe. Zum einen Charakteristik, ich meine der V2-Motor, also es ist eigentlich schon eine affengeile Sache. Wenn der startet, das schüttelt, das rührt, man merkt sofort, dass man auf einer Moto Guzzi sitzt. Und das liebe ich ja auch so in der. Ja. Dieser Motor im Vergleich zur V85 hat für mich immer Power. Also ich muss nicht oben raus die Höchstleistung haben und er zieht unten sauber hoch. Genau das, was ich möchte. Hat keine Drehzahlschwächen, um zu sehen, wo da einfach nichts mehr vorwärts geht. Wenn du das Ding drehst und vorwärts geht, der geht immer vorwärts. Also für mich ist das einfach ein perfekter Motor, um Touren zu fahren. Weil er nie angestrengt ist und oben raus fahre ich den nicht. Das muss man natürlich wissen, wenn man eine Guzzi kauft, dass das keine Drehorgel ist, sondern da ist halt bei 7.000 oder 7.500 sollte man sich dann eben überlegen zu schalten. Und das ist, denke ich mal, auch der richtige Punkt. Durchzug, Beschleunigung und Topspeed, für mich immer ausreichend. Also Durchzug, egal welcher Gang, es kann natürlich schon mal sein, dass ich einmal nochmal runterschalten muss, aber die geht immer voran. Und Höchstgeschwindigkeit mit Koffern dran, also kann ich immer 200 fahren, da habe ich nie Probleme gehabt. Und wenn die Koffer weg sind, läuft die auch mal 230 nach Tahoe, das sind dann echte 220. Also ich glaube nicht, man muss nicht mehr wollen, das ist absolut ausreichend. Also wie gesagt, Power hat sie immer. Die Laufruhe, klar, habe ich vorher schon gesagt, die schüttelt natürlich schon etwas. Das sind sicherlich Vierzylindermotoren besser, aber wenn man eine Guzzi kauft und die auch mal Probe gefahren hat, weiß man ja, auf was man sich einlässt. Ja, kommen wir zum Getriebe. Das ist sicherlich echt ein bisschen eine Schwachstelle. Ich hatte ja schon in den vorhergehenden Videos immer wieder den Schaltschlag bemängelt. Muss ich aber sagen, also das hat sich wirklich deutlich verbessert. So im Anfang zwischen 2.000 und 5.000 Kilometer war das echt eine Katastrophe. Ab 5.000 hat man langsam gemerkt, dass das besser wurde, und ab 10.000, 11.000, 12.000 Kilometer ist das jetzt auch nicht anders wie in einer BMW. Also klar, man hört ja schon, wenn man den Gang einlegt, aber muss ich sagen, stört mich nicht und das ist auch so vollkommen okay.
Was man nicht machen darf, man darf nicht die Bremse ziehen, wenn man den Gang einlegt, weil dann macht es einen deutlichen Schlag und ansonsten ist es so wie bei alle anderen oder bei vielen anderen Motorrädern auch. Die Schaltbarkeit des Getriebes, also ich habe ja einen Quickshifter drin, ist für mich absolut okay. Da komme ich aber nachher auf einen anderen Punkt noch. Aber die Schaltbarkeit selber mit dem Quickshifter rauf, runter geht eigentlich gut. Man muss ja ein bisschen drücken. Also das ist kein japanisches Getriebe, aber stört mich nicht. Also für mich ist das absolut okay. Ich bin ja ein bisschen Haudäger der alten Schule. Da habe ich schon andere Motorräder gefahren, wo das noch ganz anders ging. Aber ja, also das geht für mich echt leicht zu schalten und einfach zu schalten. Und auch die Redakteure, die da was anderes sagen, mögen zu sagen, für mich ist es nicht so. Getriebeabstufung, muss man auch sagen, eigentlich wirklich schon sehr gut. Geht wirklich so voran, wie man es braucht. Und die sind gut abgestuft nacheinander. Und der erste Gang ist nicht zu lang oder zu kurz. Und der sechste ist auch nicht zu lang oder zu kurz. Für mich passt es, wie es ist. Dann kommen wir mal zum Punkt 2, Fahrwerk. Also das Fahrwerk, muss ich sagen, im Vergleich zu meiner V85 mit dem Öhlins-Fahrwerk, das könnte natürlich schon etwas feiner ansprechen. Aber man muss ja sagen, die Vorderfront ist wirklich also sehr komfortabel und da schlägt nichts, da tut nichts, wenn man sie auf der Straße fährt. Gelände ist was anderes, fahre ich sie aber nicht, weil da ist die mir einfach zu schwer. Und hinter haben wir das Federbein etwas weicher gestellt, also wo ich sie geholt habe, war das schon, das war schon ordentlich prügelhart zum Fahren, also sehr sportlich. Mag ich zwar, aber wenn man sie auf lange Strecke nutzt, da ist es halt so, dass sie immer wieder hinter reinschlägt. Ich habe sie jetzt weicher gestellt und für mich auch, und ich habe Tagestouren von über 800 Kilometer, ist es sehr komfortabel zu fahren. Sie macht auf der Autobahn keine Ziege, wenn sie auch mal ein bisschen beladen ist, auch zu zweit keine Ziege. Und ist für mich auch dahingehend ein optimales Tourenmotorrad. Und also ich mag das, drauf zu sitzen und ich kann da fahren ohne Ende. Und sie macht wirklich sehr viel Spaß. Die Ergonomie passt. Was da ja auch dazu gehört, ist die Schräglagefreiheit. Also ich habe es jetzt in der gesamten Zeit, wo ich sie fahre, einmal geschafft, dass sie mal links aufgesessen ist. Ich glaube, das war der Hauptständer. Ansonsten, ja gut, dass die Füße mal auf dem Boden schleifen oder was in der Kurve, das ist, denke ich mal, das ist normal. Aber also wie gesagt, du kannst die wirklich auch, wenn es mal pressiert, kannst die auch mal richtig um die Kurve lassen. Und also ich war da auch immer zufrieden. Wie gesagt, die V85 hat da etwas feines Ansprechverhalten gehabt mit dem Öhlins-Fahrwerk. Aber vielleicht bieten sie das ja an irgendwann oder eine Nachrüstung und dann wird man sehen, ob ich das Geld investiere, das hier zu machen. Ansonsten gibt es noch das Thema Geradeauslauf. Auch da, die geht geradeaus auf der Autobahn, egal wie schnell ich fahre. Da gibt es nichts, da pendelt nichts, da tut nichts, beladen oder unbeladen. Optimal. Was sich auch noch deutlich ausgewirkt hat, das waren die Reifen. Und zwar die erste Ausstattung, da waren ja montierte Michelin. Und da muss ich sagen, also der Serienreifen, der ist extrem laut abgerollt und da hast du immer Geräusche gehabt zwischen 80 und 120. Und was man auch gemerkt hat, wenn man sich sehr schnell in die Kurve gefahren hat, habe ich immer das Gefühl gehabt, dass der Reifen ein wenig nachgibt, also dass der irgendwie walkt oder weich ist. Ich habe sie jetzt umbereift auf Conti, Trailtech 3 und da läuft die super und auch der Verschleiß echt super. Also absolut top, wirklich. Das nächste ist die Ergonomie. Also, das normale, ich habe da nichts verändert, das ist so serienmäßig wie sie ist. Und zwar hier haben wir das Windschild mit den Flaps. Ich bin 1,84 Meter groß. Wenn ich sehr schnell auf der Autobahn fahre, wäre es gut, wenn ich es noch etwas höher stellen könnte. Also da fehlen mir oben so 2 cm, dass ich am Helm oben nichts abbekomme. Aber gut, viele wollen das ja, dass sie den Wind abbekommen. Im Sommer natürlich sehr gut. Ich lasse runter, da habe ich, das ist optimal eigentlich. Dann der Lenker, ideale Kröpfung und man sitzt natürlich sehr gerade auf dem Motorrad drauf. Ich liebe das, weil wenn du ein bisschen im Kreuz hast oder wenn du ein bisschen älter bist, ist das eine super entspannte Haltung. Und das macht natürlich auch das aus, was man hier für die Langstrecke einfach möchte. Also perfekt.
Ja, also das ist wirklich eine gute Sache. Ansonsten habe ich jetzt die ausgestattet mit Heizgriffen. Gut, die Heizgriffleistung. Wir waren ja jetzt nochmal am Gardasee unten. Da haben einige gesagt, ihnen reicht das vollkommen aus. Für mich könnte es ein wenig stärker sein, aber da hat jeder andere Empfindungen. Und eine Sitzheizung. Die Sitzheizung, also wenn die mal richtig warm ist, also das musst du zurückschalten, weil sonst das brät und alles weg. Also das ist extrem, aber es ist nachher sehr angenehm, wenn du fährst und es ist sehr kalt. Windschutz hatten wir schon. Dann haben wir ein tolles Licht mit Kurvenlichtfunktion. Habe ich jetzt noch nicht so gebraucht. Was mich etwas nervt, ist das Automatiklicht. Dass das, wenn man es auf Automatik stehen hat, dass das halt im Nebel sich immer wieder auf Automatik schaltet, also das heißt abschaltet und einem nur da vorne der Lichtbalken drin ist. Ja, das habe ich irgendwie noch nicht rausgefunden, wenn man das richtig schaltet. Aber sie hat ein sehr gutes Licht, vorne wie hinten LED, also das ist ja super, keine Frage. Und ich habe sie nachgerüstet mit den Kellermann-Scheinwerfern, da komme ich nachher auch noch drauf auf das Thema. Gepäckunterbringung ist bei mir kein Thema, das ist der nächste Punkt. Ich habe Koffer drin und die nutze ich dann auch und die sind dann voll. Bei mir ist das Thema mit meiner Filmausrüstung, habe ich schon einen Koffer wirklich fast voll, nur mit dem Zeug. Aber für diese 3, 4 Tages- oder 5 Tagesausflüge hat es bis jetzt noch immer gereicht. Ich habe ja noch den SW Motec Tankrucksack drauf und da geht auch ein bisschen was rein. Also das ist so auch absolut okay. Topcase habe ich zwar auch schon drin, gefällt mir aber nicht so sehr und lasse ich, wenn möglich, immer weg. Die Reichweite, wenn ich sie volltank, zeigt oft der Bordcomputer so 420 Kilometer an. Die effektive Reichweite sind so 350. Da fängst du dann schon zum Schwitzen an, wenn das Ding da aufleuchtet. Oder halt der Restreichweitenzähler hat ja die nicht, sondern die sagt ja, wie viele Kilometer bist du gefahren. Und bevor ich sie dann leer fahre, tanke ich lieber voll. Ich sage zwar immer für mich, okay, jetzt sind nur, was weiß ich, 17 Liter reingegangen oder 18 Liter in den 22 Liter Tank. Also wäre noch genügend drin, aber da fängst du halt einfach zu schwitzen an. Und das muss ja nicht sein, ehrlich gesagt. Kommen wir zum nächsten Punkt, Sicherheit. Über die Bremse habe ich ja auch schon einiges gesagt in den Vorvideos. Also die Bremse, die ist hammermäßig. Also die Vorderbremse, die ist dermaßen top. Das Ding steht so schnell. Also ich habe, glaube ich, noch nie ein Motorrad gehabt, wo so eine Bremse hatte wie die. Und also das Technische, das könnt ihr jedem Test nachlesen. Ich brauche da jetzt nicht sagen, was die drin hat. Ich glaube 320 mm Scheibe sind das vorne. Aber wirklich, für mich zählt es dann, die hält, ich drücke drauf, ich bremse die runter. Ich musste schon zweimal mit der Notbremsung machen. Und ich kann euch sagen, also es ist unglaublich, da musst du echt gucken, dass du sitzen bleibst, weil das Ding so runtermickt. Also es ist unglaublich. Und auch die Hinterbremse ist jetzt ist eine der wenigen Motorräder, die ich fahre, wo auch die Hinterbremse taugt. Ja? Also auch mit der kannst du ordentlich verzögern. Also es ist alles gute Sache. Wenn sie noch ein Integralbremssystem hätte, wäre eigentlich noch besser. Hat sie nicht, gibt es bei Guzzi nicht. Aber wie gesagt, die kann so schon ganz ordentlich bremsen und die macht es. Das ist echt irre. Also wirklich, da kannst du richtig lange mit 2 Fingern. Kommen wir noch zu den laufenden Kosten. Verbrauch. Also ich fahre sie zwischen 4,8 und 5,6 Liter im Schnitt, je nachdem wo ich fahre und wie ich fahre. Ist ein Autobahnanteil dabei, ein großer, braucht sie auch mal knapp 6 Liter, aber gut, das ist für mich absolut okay. Wenn ich über Land fahre, komme ich mit 5,2 Liter aus, wenn ich sie im Touring oder Road-Modus fahre. Sportmodus habe ich vielleicht zu 2% drin gehabt, also eigentlich brauche ich nur 2 Modi. Und zwar das eine ist der Tour-Modus und der andere ist der Rain-Modus. Alle andere nutze ich so gut wie gar nicht. Habe ich vorher schon gesagt, im Gelände war ich mit der noch nicht. Die ist mir einfach mit ihren 250 Kilo oder was sie hat, zu schwer. Das muss ich mir in meinem Alter nicht mehr antun. Und da gibt es andere Motorräder, die das dann besser können. Und ja, das andere, das passt so alles. So, und jetzt kommen wir mal drauf, was so alles war an dem Motorrad. Also, ich habe das hier akribisch erfasst während der ganzen Zeit. Ich habe also schon begonnen, wo es neu war, das entsprechend aufzuschreiben bei mir.
Fangen wir mal an mit dem Kaufpreis. Also es war so, zu der Zeit, ich habe die bestellt Ende Januar diesen Jahres, also 2024. Geliefert wurde sie dann in der letzten Februarwoche. Zugelassen habe ich sie dann gleich am 1. März und da habe ich sie dann auch abgeholt. Das war, glaube ich, ein Freitag und bin dann gleich hierher gefahren. Das sind so von dem Händler so 100 Kilometer. Also das mit dem Kauf war natürlich so eine Sache. Zum einen mein langjähriger Moto Guzzi-Händler, der schon meine ganze alte Stelvios gewartet hat, die V85 gewartet hat, hat mit dem Verkauf von Moto Guzzi aufgehört. Da komme ich nachher auch noch immer separates Satz dazu, was dazu zu sagen, und hat mich dann an die Firma City Roller nach Stuttgart verwiesen. Die meisten von euch werden ja wissen, dass wir, also der Jürgen Hägele, der die gleiche fährt, und ich, diese Facebook-Gruppe Moto Guzzi Stelvio 2024 Deutschland, Österreich, Schweiz gegründet haben. Und da posten wir viel, wir teilen viel und so ist man immer auf dem aktuellen Stand. Hat mittlerweile um die, ich glaube, 1400 Mitglieder und da erfährt man schon was. Und wir hatten seinerzeit so ein Sonderpreiskontingent vereinbart mit City Roller. Beim Kauf einer neuen gab es dann Rabatte und das haben wir dann auch genutzt. Und ich habe dann für dieses Stelvio bezahlt knapp 19.000 Euro. Da war dabei die Koffer, da waren dabei die Griffheizung, da war dabei die Sitzheizung, da war dabei der Hauptständer, da war dabei das MIA-System, das würde ich heute nicht mehr kaufen, aber egal, sie hat es drin. Und dann war dabei der Motorschutzbügel, also das war so im Groben, wie ich sie gekauft habe. Wie gesagt, 18.930 Euro hat sie gekostet. Das ist natürlich nicht gerade wenig Geld. Aber wenn man sie jetzt vergleicht, das hat mir der Jürgen Hägele mal zusammengeschrieben. Also ein vergleichbares Motorrad ist natürlich sehr schwierig, weil sie hat mit dem Karton ein Alleinstellungsmerkmal. Und das habe ich jetzt wieder gesehen. Das ist einfach, wenn du in die Berge unterwegs bist und das pisst und so weiter, hast du da einfach einen Vorteil. Muss man ganz klar sagen. Und auch das Motorrad sieht natürlich nicht aus wie die Sau, weil da alles vollspritzt mit Öl, sondern das sieht einfach am Antrieb einfach immer sauber aus. Die Africa Twin kostet 18.500 Euro. Die Multistrada V2 kostet 18.300 Euro. Die V-Strom kostet 15.800 Euro. Und die Tracer 9 GT kostet 17.000 Euro. Wenn ich auf die Tracer GT oder auf die V-Strom drauf sitze, da komme ich mir ein bisschen verloren vor mit meiner Größe und meinem Gewicht. Das sieht immer echt ein bisschen komisch aus, der große Mensch auf dem kleinen Motorrad. Das sieht natürlich bei der Guzzi schon richtig gut aus und ja, das ist auch für mich der Favorit, ganz klar. So, und jetzt kommen natürlich die Sachen, die waren. Also ich kann nicht sagen, ich bin da problemlos gefahren die ganze Zeit, sondern es waren natürlich schon ein paar Sachen an dem Motorrad. Viele Sachen sind erledigt und einige Sachen müssen noch erledigt werden. Beginnen wir mal mit dem Schalter. Also ich hatte ja vorher gesagt, dass der Schalter für mich wirklich gut funktioniert. Was aber nicht funktioniert hat, und zwar, das war von Anfang an, ich hab sie damals abgeholt am 1. März beim Händler, bin dann zurückgefahren, ich musste da ein Stück Autobahn fahren und ich habe es dann schon beim Runterschalten gemerkt, ja, sie ging nicht runter zu schalten. Also ich konnte machen, was ich will, ich konnte nicht schalten, egal ob manchmal der dritte Gang, manchmal ging's nicht, oder vom dritten in den zweiten oder dann in den ersten, es ging nicht zu schalten, ich konnte nicht runterschalten. Im Lauf der Zeit habe ich dann rausgefunden, dass wenn ich den Schalthebel ganz leicht nach oben ziehe, dann kann ich sie runterschalten. Aber das ist halt blöd, wenn du irgendwo an der Ampel ranfährst und du musst schon mal schon 4 gegen runterschalten. Du musst immer achten darauf, dass du dann den Gang runterkriegst. Also das ist einfach nicht gut. Oder auch in die Berge, in die Kurve musst du manchmal runterschalten und dann kannst du das nicht, weil dieser Gang nicht reingeht. Also das ist wie wenn da kein Gang mehr da wäre. Ich war dann beim Händler, bei meinem Händler, der das auch geprüft hat. Also es ist so, die Guzzi hat, zeige ich das mal, und hier oben ist eine Feder drin, die die Schaltklaue immer wieder in Leerlauf zurückzieht, um das überhaupt schaltfähig zu machen. Und da ist wohl bei der Montage mein Händler irgendwas passiert, was da nicht passt. Und
Ich habe mir dann überlegt, ich kenne Moto Guzzi ja schon ein paar Jahre, wenn ich die dann im April zum Händler stelle und lasse das reparieren, womöglich steht die da 3 Monate, ja, dass ich diese Saison wieder mit meiner BMW fahren kann, das wollte ich nicht. Ich habe das dann in Kauf genommen und habe einfach vereinbart, das wird zum späteren Zeitpunkt gemacht. Also jetzt, wenn ich dann nicht mehr fahre, wird das gemacht. Da muss der Motor raus dazu und dann wird diese Welle ausgebaut und wird die Feder ersetzt. Das ist wahrscheinlich nur ein Pfennigartikel. Aber ja, das war für mich der erste Punkt, den sie gehabt hat. Während der ganzen Zeit, da hat sich auch nichts verändert. Also es ist nicht besser oder auch nicht schlechter geworden. Es ist einfach so, wie es ist. Aber ich habe mich daran gewöhnt. Zum Fahren war es jetzt schon, klar, bei meinen ganzen Touren, immer wieder geht es halt so, dann fährst du irgendwo rein, willst du runterschalten, hast halt der 3. oder 4. Gang drin, dann musst du zuerst mal das Ding wieder hochziehen, das runterkriegst. Aber man gewöhnt sich ja an vieles. Und das war dann auch so. Und also ich war jetzt auch nicht langsamer wie die andere, ich habe es dann irgendwann in den Griff bekommen, aber es ist halt störend, das so zu machen, ja. Dann habe ich bei Kilometerstand 640, da habe ich eine Doppeltonfanfare nachgerüstet, weil mich dieses Krächzen von der Originalhube dermaßen aufgeregt hat. Und das ist ja auch ein Sicherheitsaspekt. Ich hube mal kurz, dass er das hört. Also wenn ich jetzt fahre auf der Autobahn und muss mal hupen, dann hört man das und so muss das eigentlich auch sein. Bei 900 Kilometer habe ich dann nachgerüstet die Kellermann-Leuchten links und rechts. Der Anschluss erfolgt über ganz normales Relais, das heißt, ich habe einen Außeneinschalter und kann die einfach außen einschalten. Mit den Teilen habe ich echt tolle Sachen erlebt. Die ersten beiden sind abgebrochen an der Halterung. Also das heißt, es ist hier Gewinde in Gewinde und dann ist halt einfach das Ding abgebrochen, ist schon bei der ersten Tour weggebrochen. Gut, war kein Thema, Kellermann hat mir die kostenlos ersetzt, aber du musst halt den Misch jedes Mal außen einbauen, weil die Kabel ja durch das Rohr durchzogen sind. Beim nächsten Satz war es dann so, dass dann die Gläser rausgefallen sind, wurden sie wieder ersetzt. Der dritte Satz, da waren dann die Dinger undicht, mussten wieder ersetzt werden. Jetzt habe ich sie wieder nachgeschraubt. Der rechte fängt schon wieder an, undicht zu werden. Also ich weiß nicht, was das für eine Qualität ist. Ich finde es jetzt sehr gut und vor allem, die sind ja auch wirklich teuer. Muss man sagen, die kosten nicht 50 € wie so China-Schrott, sondern die sind richtig teuer. Aber wenn ich ehrlich bin, ich kann gleich Chinesen kaufen, weil schlechter sind die auch nicht. Muss man wirklich sagen. Ja. Also das hat mich jetzt wirklich aufgeregt. Ich lasse die dran, weil mir es gefällt. Aber ich weiß nicht, wie oft das noch ersetzen soll. Solange Garantie drauf ist das in Ordnung. Aber wenn das weg ist, ist schlecht. Ja, genau. Dann habe ich noch unterwegs bemerkt beim Fahren, das war ja auch so ein Thema, das habt ihr auch schon mitbekommen in der Seite. Und zwar, dass das Navigationsgerät immer wieder stört. Also das heißt, keine Verbindung findet zum Satellit. Das habe ich auch erledigt, indem ich da oben so eine Metallblende selber angefertigt habe und eingebaut habe, damit das Garmin, also ich glaube nur Garmin betroffen, die Störfrequenz nicht mitbekommt und auch die Satellitenverbindung immer gegeben ist. Ja. Also muss ich auch sagen, das funktioniert auch jetzt mittlerweile, da habe ich keine Schwierigkeiten mehr damit. Es bucht sich ein und Navigation funktioniert. Genau. Kurz zu dem Mia, das habe ich jetzt ja auch schon ein paar Mal ausprobiert. Ja, ich weiß zwar, wie es geht, ich weiß auch, aber das ist irgendwie mit der Verbindung mit dem Handy und das funktioniert bei mir irgendwie nicht. Also das mit der Routenplanung belasse ich auf dem Garmin und werde nicht groß anfangen, das MIA-System zu nutzen. Das MIA-System kann eigentlich nur ein System sein von Weg A nach Weg B, ohne groß Zwischenpunkte zu haben, finde ich jetzt persönlich. Aber da gibt es andere Meinungen, könnt ihr hier unten in die Kommentare dann schreiben. So, bei rund 9000 Kilometer ist mir das erste Mal aufgefallen, dass wenn die richtig heiß ist, die Kupplung nicht sauber trennt. Also das äußert sich dann so, wenn ich die auf der Autobahn richtig flott fahre, also ich habe halt manchmal so Heimwege von der A7 von Eu bis hier nach Aalen, das sind so 220 Kilometer, wo ich die dann schon laufen lasse. Also da läuft die dann schon 200 oder ja, genau. Und wenn ich dann runterfahre, da gibt es dann eine kleine Stelle, wo ich abbiegen muss und halten muss. Da trennt dann irgendwie die Kupplung nicht mehr. Die will immer nach vorne gehen und ich kann sie ziehen, so arg ich möchte. Sie geht halt immer nach vorne.
ist es nicht so, dass ich sie abwürgen würde, wenn ich den Gang reinhaue, aber ich merke, dass sie nicht zum Stillstand kommt und immer nach vorne geht. Da gibt es wohl mittlerweile auch eine technische Maßnahme dazu. Wird jetzt, wenn der Roland mir das Getriebe richtet, auch gleich mitmacht, dass das auch funktioniert. Und dann funktioniert das auch wieder. Hat aber nie das Fahren groß beeinträchtigt, weil so heiß fahre ich sie natürlich kaum. Aber wenn natürlich einmal, sollte natürlich schon auch funktionieren und auch zum Kuppler gehen. Dann war sie auch bei 9000 Kilometer beim Vertragshändler. Und ich hatte ja diese Scheibe reklamiert, weil die Scheibe, die hat ja gewackelt wie ein Kuhschwanz. Die haben die neue Halterung eingebaut und neue Bolzen eingeführt und seitdem, also ist top, das hält, da wackelt nichts mehr, ist super, auch keine Geräusche mehr. Wurde erledigt. Eine Kleinigkeit mit großer Wirkung, auf jeden Fall, also das passt. Als die Scheiben montiert wurde ich vom Händler noch angesprochen. Und zwar auf der rechten Seite, die Zylinderbank auf der rechten Seite. Man sieht es hier unten ein bisschen. Auf der rechten Seite, da schwitzt der Motor etwas. Also das ist sicherlich nicht besorgniserregend, aber es ist so, er hat zu mir gesagt, wenn er den Motor ausbaut, wird er hier auch eine neue Dichtung oder wird es halt neu abdichten, dass das wieder in Ordnung ist. Und da bin ich ja froh drüber. Ich hätte es wahrscheinlich nicht einmal so bemerkt, muss ich sagen, weil ich sie laufend wasche, dass es sauber ist. Und ja, das war jetzt okay, dass er mir das gesagt hat und wird gerichtet. Und dann ist das auch wieder in Ordnung. Dann habe ich bei knapp 10.000 Kilometer den Kühlerschutz angebaut, weil ich das schon auch gesehen habe, dass da doch ordentlich Steine drauf liegen, wenn du das Motorrad fährst. Und dass das hält, also auch das habe ich nachgerüstet. So, ja, und das war's. Also ich kann nicht mehr dazu sagen. Also sie war beim ersten Service bei 1.500 Kilometer, war dann beim Service bei 12.000 Kilometer und geht jetzt, wie gesagt, wenn das Wetter entsprechend ist, dass man überhaupt nicht mehr fahren kann, geht die zum Händler, dann wird dies am Getriebe bzw. am Motor noch gerichtet und dann ist das Motorrad super. Und jetzt für alle, die mich angefragt haben, ich kann das Motorrad bedenkenlos weiterempfehlen. Also die ist absolut ausgereift, die ist absolut zuverlässig, die läuft an bei jeder Temperatur, die fährt bei jeder Temperatur, auch Stadttemperatur 35 Grad, da wird es zwar ein bisschen warmer auf dem Sitz, aber das ist nicht so ein Problem wie bei der V85, sondern die fährt einfach. Und also ich bin voll zufrieden mit dem Motorrad. Man kann jetzt sagen, okay, diese Menge, aber okay, ist ein neues Motorrad und dass da mal was auftritt, das stört mich nicht, wenn es behoben wird, ist das für mich okay. Ich kann das Motorrad nur wärmstens empfehlen und ich habe ja mittlerweile meine GS, die letzte von uns verkauft, weil ich mir gesagt habe, okay, also die stehen natürlich in der Garage, ich habe einen Druck von meiner Frau bekommen, weil die ihr Auto natürlich, wenn es kalt werden soll, dann immer freikratzen muss. Und ja, unsere Garage ist so groß, dass das Motorrad in ein Auto reinpasst, aber zwei Motorräder in ein Auto passt halt nicht rein. Und ja, dann habe ich gesagt, komm, ich verkaufe jetzt die GS, weil ich fahr die eh nicht mehr. Weil ich bin mit der Guzzi so eins, dass das für mich so Spaß macht, weil ich würde eine Tagestour von 800 Kilometer oder 700 Kilometer auch jetzt wieder da runter nach Südtirol zum Guzzi-Treffen von fast 600 Kilometer fahren, wenn das nichts wäre. Ich sitze da absolut entspannt drauf. Klar, also man muss natürlich wissen, dass die Guzzi kein Racer ist, aber ich denke mal, die Leute, wo das kaufen, die wissen das, ja. Wenn ich es dann vergleiche mit der V85, was ich da etwas vermisse, ist natürlich die Wendigkeit und auch, wie man sie reinstellen kann, wie ich sie aufbocken kann, wie ich sie rangieren kann. Da ist halt die V85 echt spitze. Oder auch am Timmelsjoch, oder auch am Stilfserjoch die Hochfahrt, die habe ich ja mit der auch gemacht, die enge Kehre, da ist natürlich die V85 spielerisch zu fahren, da musst du die schon ein bisschen drücken. Das muss man sagen. Also das ist einfach ein tolles Motorrad. Also für mich hat die alle Attribute, ein perfektes Tourenmotorrad zu sein. Und ich muss jetzt nicht, wie bei anderen Herstellern, wenn ich halt wenn ich jetzt nicht in dem Bereich kaufe, den ich vorher sagte, sondern Kartenmaschine,
mit ja, 1200 Kubik oder mehr und auch mehr Leistung. Also Maschinen, die dann 120 PS aufwärts haben, da lege ich halt echt doch knapp mal 5 mm mehr oder deutlich mehr hin noch. Also klar, ich brauche euch nicht sagen, was so eine gut ausgestattete GS kostet. Also da beamt sich schlichtweg weg. Aber man muss ja sagen, die BMW-Jungs haben es im Griff, weil wenn du siehst, was in der Alpe schon wieder GS-Modelle rumfahren, neue, also das ist echt irre. Und gut, das Motorrad ist gut, keine Frage. Über das Design lässt sich streiten. Also die Guzzi finde ich da schon um einiges. Also ich möchte jetzt auf der Punkteskala bis 10 sagen. Für mich ist die Guzzi 9,3 und die BMW 7 oder sowas. Ja. Also da finde ich die Guzzi viel, viel schöner. Aber okay. Das größte Handicap bei Moto Guzzi ist tatsächlich das Händlernetz. Wir haben es auch in der Gruppe ja schon oft besprochen. Diese alteingesessenen Händler, da hört einer nach dem anderen auf. Diese technische Jungs, die jetzt vielleicht nicht ganz so auf den Vertrieb orientiert sind, hört viele das Verkaufen auf, weil sie einfach nichts mehr verdienen. Der Piaggio-Konzern setzt denen so die Daumenschrauber an, dass da einfach nichts mehr zum Verdienen ist und dann verlieren die einfach schlichtweg die Lust. Muss man sagen, das ist so. Ich habe mit vielen in der Gruppe schon kommuniziert, dass das Thema ist wirklich bei vielen immer das Gleiche. Die kriegen Auflagen, dann machen die Auflage nicht mehr und dann ist das Thema einfach durch, weil die das Geld nicht investieren wollen, hier für ein paar Motorräder, wo die verkaufen, das zu machen. Das ist wirklich ein Thema, wo sich dieser Konzern selber mal an die Nase fassen müsste. Wo wir jetzt da in die Dolomiten unter waren, muss ich sagen, da war ein Händler in Kaltern, ich wusste es gar nicht, da waren wir, das war super, der hat uns sofort geholfen und das ist super, die Jungs sind ja alle top drauf, die Händler, aber gar nicht auszudenken, wenn du irgendwo in der Westalpe bist und du fährst mit der Moto Guzzi und du hast irgendein Problem. Also das ist dann, glaube ich, schon ein Abenteuer. Solange die Garantie hat, mit der Mobilität, denke ich mal, funktioniert es. Die wird abgeschleppt und die geht zum irgendeinem Händler und ja, und auch für die Mobilität wird gesorgt sein oder auch wenn du im ADAC bist, das funktioniert sicherlich alles. Aber es ist halt doch vielleicht nicht ganz so einfach wie bei einem anderen Hersteller, die ordentliches Händlernetz haben. Ich weiß auch gar nicht, was sie wollen, weil auch so Kleinvieh macht mich, sagt man. Und wenn die halt 30, 40 Motorräder im Jahr verkaufen, das ist ja auch schon mal was, ja. Und jetzt haben die einmal eine gute Palette mit der Stelvio, mit der V85, mit der V100 und mit der V7, wo man verkaufen kann. Und jetzt hört wirklich reihenweise Händler auf. Ich höre das ja auch bei uns aus der Gruppe. Das ist eine Katastrophe. Muss aber auch sagen, da hat ja einer geschrieben, der gleich am Anfang ein Problem im Motor hatte. Da war ein Kettenspanner, der Kettenspanner war wohl irgendwas. Und also die haben dem wirklich sehr schnell einen neuen Motor genehmigt zum Einbauen. Und das war dann innerhalb von 4 Wochen erledigt. Also ich denke mal, dass das auch beim anderen Hersteller nicht schneller gegangen wäre. Also von dem her gesehen war es in Ordnung. Und ein zweiter Punkt ist natürlich die Erreichbarkeit. Da müsst ihr mal versuchen, bei Moto Guzzi anzurufen. Also das ist auch ein echtes Abenteuer. Aber gut, irgendwas ist ja immer. Auf jeden Fall, wenn man sie fährt und sie läuft und es ist alles okay und die läuft, ja, dann ist das echt ein geiles Motorrad. Kann ich nur sagen. So. Ich muss noch 1, 2 Sachen nachtragen, die ich vergessen habe bei der Videoerstellung bzw. beim Videoschnitt. Also zum ersten Mal die Reifen. Es waren ja serienmäßig montiert die Michelin Anaké Adventure. Generell eigentlich ein sehr guter Reifen, der so auch ein bisschen Mischbetrieb möglich macht. Also ein 80-20 Reifen, glaube ich, wie man es jetzt so nennt. Den habe ich dann bei 8.544 Kilometer ersetzt. Der vordere hätte noch 1 mm gehabt vielleicht, der hintere, der war echt runter und da ist Zeit worden, dass ich die ersetzt habe. Ich finde von der Laufleistung echt normal und seither, wie auch im Video schon genannt, habe ich den Conti Trailertech 3 drauf. Ein super Reifen, viel, viel leiser als der Michelin und ich habe also noch keinen Unterschied groß bemerkt. Er ist wesentlich kurvenstabiler wie der Michelin. Das muss man ganz klar sagen. Also das heißt härter. Und ich denke, die Laufleistung wird ähnlich sein wie von Michelin. Also weniger Kilometer werde ich mit dem auch nicht fahren. Also ich bin da super zufrieden.
zweiter Punkt war noch die Zusatzscheinwerfer. Das habe ich zwar im Video gesagt, also ich weiß aber, bevor da Fragen kommen, die sind ganz normal über ein Relais angeschlossen und dann über einen Außeneinschalter. Das wollte ich so haben, damit ich die immer einlassen kann beim Fahren. Und nicht über das Tagfahrlicht oder sonst was geht. Ich weiß, das ist vielleicht nicht ganz so gesetzeskonform, aber für mich ist das ein Sicherheitsaspekt. Ich wurde ja einmal abgeschossen und seitdem ist es bei mir so, dass die einfach mitbrennen. Und wegen dem trage ich im Übrigen auch die helle Kleidung. Der Service nach 1500 Kilometer liegt so um die 300 € und die 12.000er Inspektion liegt so zwischen 400 und 500 €. Von der Einstufung her, von der Versicherung, habe ich eine günstige Versicherung, also da ist die Moto Guzzi relativ günstig eingestuft. Ich bezahle, das müsst ihr doch mal nachlesen, ich habe es in Facebook veröffentlicht, ich glaube um die 300 € in SF8 und Vollkasko und Steuer, und das ist ja handelsüblich wie bei allen anderen Motorrädern. Also ich finde die vom Unterhalt her sehr vernünftig, weil sie halt auch vernünftig mit dem Sprit umgeht. Und jetzt noch mal kurz zu den Sachen, die da aufgetreten sind. Also ob man diesen leuchtenden Ölverlust am Zylinder beseitigen müsste, da bin ich mir nicht sicher. Es wird jetzt nur gemacht, weil eben der Motor rauskommt und das so oder so gemacht werden muss. Und der Motor muss nur raus, weil man ansonsten nicht an die Schaltklaue da rankommt. Also für mich ist das jetzt wirklich keine größere Sache. Ansonsten, wie schon im Video beschrieben, die lief immer problemlos und ich würde sagen, auch die nächsten 80.000 Kilometer werde ich mit der fahren, weil ich dermaßen zufrieden bin. Und ja, da ist nichts, die Leistung reicht nur dicke aus und das ist alles perfekt. Und wie sehr ich mit der Stelvio zufrieden bin, zeichnet sich ja auch in der Fahrleistung ab. In 7 Monaten 15.000 Kilometer, ich denke, das kann sich sehen lassen. Dazu bin ich mit der BMW vielleicht 500 Kilometer noch gefahren. Und ganz wichtig, ich fahre ja keine Strecke ins Café oder sowas, sondern das sind ja alles tatsächliche Touren, die ich gefahren bin. Und da sieht man schon, wie sehr ich mit der Stelvio zufrieden bin. Also, wie schon 20 Mal gesagt, ein perfektes Tourenmotorrad. Und ich bin natürlich super froh, dass der Roland Daes hier fast bei mir ums Haus hier Hand anlegen kann, sollte mal echt was sein. Also solange der noch Moto Guzzi Händler ist, zwar nur serviceseitig, aber das passt ja genauso, habe ich einen Ansprechpartner, wo ich immer hin kann und der mir auch was richtet, wenn da mal was ist und auch von sich selber aus. Das und das muss gemacht werden und das ist für mich ja vollkommen okay. Sollte der mal aufhören, sieht es natürlich wieder ganz anders aus, dann werde ich mir natürlich auch überlegen, was anderes zu kaufen, wo ich einfach den Service näher habe. Aber das ist Zukunftsmusik, da warten wir mal, ich will es ja noch viele Jahre fahren. Also, jetzt hoffe ich, dass ich euch nicht das Ohr weggeschwätzt habe und dass ihr ein wenig was mitnehmen könnt von dem. Wenn ihr Fragen habt, hier unten, E-Mail-Adresse, schreibt ihr kriegt oder die Kommentare. Es wäre natürlich super, wenn ihr die Daumen nach oben machen könnt oder einen Kommentar reinschreiben könnt. Da freue ich mich immer drüber. Und das Ding geht ja auch bei YouTube dann etwas hoch von der Bewertung her und da würde ich mich freuen. Also, jetzt wünsche ich euch eine gute Restsaison, bleibt sitzenvoll und nächstes Jahr sieht man sich wieder. Also, euer Motorradtour. Danke, dass ihr dabei wart. Tschüss. Move along the way, a hitchhiker across the USA. She's standing there with a thumb up her eyes. I stop and ask her what she likes. I want